Nachdem ich euch in meinem letzten Video gezeigt habe, wie man den Hunter X-Core verkabelt und mit den Magnetventilen verbindet, möchte ich in diesem Video dann zeigen, wie das Gerät selber, der Hunter X-Core, programmiert wird, wie die Zeiten eingegeben werden und ein paar kleine Kniffe noch mit am Rande rüberbringen. Der Hunter X-Core, der auf dem Bild jetzt zu sehen ist, besteht grundsätzlich aus dem Display, der Cursor-Einheit und ein Drehrad, wo die einzelnen Programmierungen vorgenommen werden. Das Gerät selber habe ich jetzt seit kurzem in Betrieb, habe einige Programmierungen bereits vorgenommen. Das heißt, wenn ich jetzt die einzelnen Module durchschalte, wundert euch bitte nicht, dass vereinzelt schon Eingaben vorhanden sind. Ich denke trotzdem, dass jeder, der sich überlegt, ein solches Gerät anzuschaffen, einen guten Überblick bekommt, was das Steuergerät zu leisten vermag. In der Betriebsstellung, wenn das Gerät aktiv ist und die Programmierung läuft, sieht man auf dem Display den Werktag, Samstag, 4:23 Uhr PM. Das ist der englische Ausdruck für die Nachmittagszeit, also wir haben es 16:23 Uhr. Und wenn ich jetzt zunächst das Gerät programmieren möchte auf den richtigen Tag, die richtige Uhrzeit, beginne ich damit, dass ich den Schalter eine Stufe nach rechts weiterdrehe. Zur Einstellung des Tags, der Uhrzeit, des Jahres bediene ich den Hebel, indem ich ihn eine Stufe nach rechts drehe auf Einstellung Tag und Stunde. Das Jahr 2018 ist bereits vorbelegt worden von mir mit der Taste Minus. Kann ich entsprechend kleinere Jahreszahlen wählen, mit der Taste Plus entsprechende größere Tasten. Ein Klick nach rechts bringt uns in das Menü Monat und Tag. Monat erkennbar an dem Vorschlag 1 bis 12. In meinem Fall blinkt bereits die 9. Der September kann auf den August geändert werden oder auf den Oktober oder auf euren aktuellen Monat. Ein kurzer Klick, nochmals nach rechts, zeigt das Menü für den Tag an, 1 bis 31. In meinem Fall der 1. September, ein Samstag, wird automatisch eingeblendet. Ein weiterer Klick nach rechts zeigt an PM. PM steht für Nachmittag. Möchte ich Vormittag haben, drücke ich auf die Minustaste. Möchte ich Nachmittag haben, auf die Plustaste. Ein Klick nach rechts bringt die Uhrzeit, in diesem Falle 4:28 Uhr nachmittags. Auf Plus verändert die Stunde nach oben, auf Minus entsprechend nach unten und ein letzter Klick auf die Rechtstaste wechselt in das Minutenmenü 4:28 Uhr. Ich kann hier entsprechend die Minuten zurückdrehen oder die Minuten wieder nach vorne. Ein weiterer Klick nach rechts bringt uns wieder auf das Jahr zurück. Das heißt, wenn ich zwischendurch mich verdrückt habe, kann ich hier diesen Rhythmus noch einmal von vorne durchlaufen. In unserem Fall ist das nicht nötig, so dass wir auf das nächste Menü wechseln können. Nachdem nun die Grundprogrammierung des Gerätes abgeschlossen ist, geht es an die Programmierung der Startzeiten für meine 3 Kreise. Ich habe insgesamt nur ein Programm, das ich nutzen möchte. Das bedeutet, dass alle 3 Beregnungskreise für meinen Rasen nacheinander geschalten werden. Ich muss somit hier im Hunter X-Core Steuercomputer immer nur die Startzeit der ersten Beregnungsanlage eingeben und die Dauer. Anschließend startet automatisch die zweite Fläche und wenn diese abgeschlossen worden ist, startet die dritte Fläche. Um euch das Ganze besser zu veranschaulichen, werde ich auf der linken Seite die Steuerzeiten, in denen beregnet werden soll, einblenden. Beginnen wir nun mit der Einstellung des Zyklusstarts. Hierzu den Schalter entsprechend einstellen und wir sehen auf dem Display schon, um 6 Uhr morgens soll meine Beregnungsanlage beginnen. Mit der Minustaste oder der Plustaste kann ich die Startzeiten jeweils im 15-Minuten-Rhythmus erhöhen
oder absenken auf die von mir gewünschte Startzeit. Da ich lediglich ein Programm nutzen möchte, also einen Rhythmus, sind wir an dieser Stelle bereits fertig. Schalten wir also in das nächste Menü die Einstellung der Beregnungsdauer. In diesem Menü werde ich für alle 3 Beregnungsflächen die gewünschte Beregnungsdauer einprogrammieren. Ihr seht, im Kreis 1 ist bereits eine Zeit von 7 Minuten vorgegeben. Das bedeutet, wenn das Programm um 6 Uhr morgens startet, wird die erste Rasenfläche 7 Minuten lang bewässert, bevor im Anschluss die zweite Rasenfläche ebenfalls bewässert wird. Sind mir 7 Minuten nun zu lang oder zu kurz, kann ich diese entsprechend über die Plus- und Minustaste variieren. Mit einem Klick auf die Rechtstaste wechsle ich auf den zweiten Kreis. Dieser soll ebenfalls 7 Minuten lang bewässert werden. Anschließend soll der dritte Kreis bewässert werden. In meinem Fall nur 6 Minuten, da diese Fläche etwas kleiner ist. Ein weiterer Klick nach rechts zeigt uns eine 4, die nicht programmiert wurde. Da ich an meinem Steuercomputer nur 3 Beregnungskreise angeschlossen habe, er aber 4 Kreise verarbeiten kann, habe ich den letzten Kreis einfach auf 0 stehen lassen. Somit passiert nichts. Nun fehlen lediglich die Beregnungstage, in denen das Programm gestartet werden soll. Ich wechsle hierzu im Menü auf die Einstellung Beregnungstage. Im Menü selber seht ihr die Tage von Montag bis Sonntag, hier in englischer Sprache ausgeführt, werden mir angezeigt. Der Montag und der Donnerstag in diesem Falle haben einen Regentropfen als Symbol. Der Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag und der Sonntag haben einen durchgestrichenen Regentropfen als Symbol. In dem Falle soll in meiner Steuerung nun am Montag und am Donnerstag frühs um 6 das Programm gestartet werden. Um die Beregnungstage nun zu ändern, nutze ich wieder das Steuerkreuz. Mit der Minustaste schalte ich die Beregnung an diesem Tag aus und der Cursor springt automatisch auf den nächsten Tag. Drücke ich nochmals die Minustaste, wechselt er auf den Mittwoch. Wenn ich jetzt beispielsweise am Mittwoch beregnen lassen möchte, drücke ich auf die Plus-Taste und der durchgestrichene Regentropfen verwandelt sich in einen normalen Regentropfen. In diesem Falle wird also am Mittwoch und am Donnerstag jeweils die Beregnung stattfinden, Montag, Dienstag, Freitag, Samstag und Sonntag jedoch nicht. Ich wechsle wieder zurück auf den Montag mit der Linkstaste, auf das Plus, da ich Montag gern beregnen lassen möchte. Am Dienstag möchte ich keine Beregnung. Am Mittwoch möchte ich ebenfalls keine Beregnung. Am Donnerstag möchte ich eine Beregnung, daher die Plus-Taste. Freitag, Samstag und Sonntag soll keine Beregnung stattfinden. Und so haben wir bereits das Datum und die Uhrzeit, den Beginn 6 Uhr morgens, die Dauer für die einzelnen Kreise in Minuten und die Einstellung der Beregnungstage vorgenommen. Damit ist die Grundprogrammierung abgeschlossen. Die Programmierung zur saisonalen Anpassung oder die SolarSync-Einstellung werde ich in einem anderen Video vorstellen. Um den Steuercomputer jetzt seine Arbeit machen zu lassen, drehe ich das Rädchen einfach nach vorne auf Betrieb, 4:43 Uhr PM, also abends bzw. nachmittags am Samstag. Der Steuercomputer wird es somit erst am Montag wieder frühs um 6 beginnen, den ersten Kreis zu öffnen. Nun kann es aber sein, dass ich außerhalb des regulären Rhythmus den Rasen bewässern möchte. Hierzu habe ich 2 Möglichkeiten. Ich kann zum einen eine von mir ausgewählte Sektion manuell beregnen lassen. Hierzu manueller Betrieb. Oder ich kann das komplette Programm außerhalb der Programmierung manuell starten. Beginnen wir mit dem manuellen Betrieb einer einzelnen Sektion. Ich habe beispielsweise heute
Grassamen ausgebracht und möchte den Bereich 2, meine zweite Beregnungszone, manuell bewässern. Hierzu wechsle ich den Drehschalter auf manueller Betrieb und ihr seht hier Zone Nummer 1 mit 7 Minuten vorbelegt. Diese 7 Minuten übernimmt das Steuergerät aus unserer Zeitprogrammierung. Nun möchte ich aber nicht die Zone 1 bewässern, sondern die Zone 2. Daher wechsle ich auf die Zone 2 und bekomme 7 Minuten vorbelegt. Auch dies folgt aus der Standardprogrammierung. Nun habe ich aber frischen Rasen ausgesät, dieser muss kräftig gewässert werden. Also erhöhe ich das Ganze auf 10 Minuten und starte den Rhythmus durch ein Drehen auf das Rädchen Betrieb und ihr seht das Symbol, es wird bewässert. Auf die Programmierung hat dies übrigens keinen Einfluss. Wenn ich jetzt beispielsweise weiterdrehe, Einstellungsberegnungsdauer, Programm 1, wir wechseln in das Programm Nummer 2 auf die Zone Nummer 2, stehen hier immer noch diese 7 Minuten. Mit dem Drehregler auf Aus wird die Beregnung beendet. Möchte ich nun aber nicht nur einen einzelnen Sektor, eine einzelne Zone individuell außerhalb des Programms beregnen lassen, sondern das komplette Programm außerhalb der Programmierzeiten laufen lassen, kann ich dies ganz einfach bewerkstelligen. Ich wechsle den Regler auf Betrieb und drücke den Cursor nach rechts für 3 Sekunden. 1, 2, 3. Lasse die Taste los und kann hier Einstellungen vornehmen, die Zeiten nach oben und unten für die einzelnen Zonen setzen und ihr seht bereits im Symbol, der Rasensprenger läuft bereits. So, jetzt haben wir das Programm laufen. Ich schalte es jetzt wieder aus. Das Symbol wechselt auf den durchgestrichenen Sprenger und wir haben jetzt Tag, Stunde und Jahr, den Zyklusstart um 6 Uhr morgens, die Beregnungsdauer für jede einzelne Zone und die Beregnungstage, wann das komplette Programm starten soll, eingestellt. Damit diese Einstellungen im Falle eines Stromausfalls oder Batterieversagens nicht verschwinden, möchte ich diese noch direkt in das Gerät einspeichern. Hierzu mache ich eins, ich wechsle auf Betrieb und ich drücke die Plus-Taste und die Programmiertaste gleichzeitig für einen längeren Zeitraum. Und ihr seht die Symbole von links nach rechts, dann erledigt. Alle Sachen, die ich jetzt einprogrammiert habe, wurden in das Gerät eingespeichert. Im Falle eines Datenverlustes oder wenn alle Einstellungen kreuz und quer durcheinander gebracht worden sind, kann ich mit der Minustaste und der Programmtaste, indem ich diese ebenfalls über einen längeren Zeitraum drücke, die Programmierung wiederherstellen. Und dann bin ich mit meinem kleinen Tutorial schon wieder am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch in der Entscheidungsfindung helfen, indem ich euch kurz und knackig erklärt habe, wie der Hunter X-Core für ein einzelnes Programm programmiert wird mit mehreren Zonen und wie ich das Ganze manuell für einzelne Sektoren ansteuern kann, beziehungsweise wie ich das Programm außerhalb der Programmierung starten kann. Für komplexere Programmierung und dergleichen abonniert meinen Blog und schaut die nächsten Videos an.